Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Vondran und ich arbeite für die Dr. Max-Odo-Brugger-Stiftung in Lahnstein. Zu dieser gehört auch die Gesellschaft für Gesundheitsberatung GGB e.V., der gemeinnützige Verein, der wirtschaftlich unabhängig über Krankheitsursachen und Gesundheitsthemen aufklärt. Ebenfalls gehört der EMU-Verlag dazu, der von Dr. Brugger damals gegründet wurde, in dem auch das Buch Viruswahn erschienen ist. EMU steht dabei für die Themenschwerpunkte Ernährung, Medizin und Umwelt. Ich bin heute bei Dr. Met-Klaus Köhnlein, Facharzt für Innere Medizin in seiner Praxis hier in Kiel. Vielen Dank, Herr Köhnlein, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ja, gerne. Das Buch Viruswahn, das Sie gemeinsam mit dem Journalisten Thorsten Engelbrecht auf den Markt gebracht haben, hat jetzt zwei neue Themengebiete mit dabei in der aktualisierten Neuauflage. Und zwar das Thema Corona und Masernimpfungen. Das ist jetzt schon nach 2 Tagen direkt ausverkauft gewesen und befindet sich gerade im Nachdruck. Die Thesen Ihres Buches, die laufen ziemlich konträr zu dem, was sonst etablierte Wissenschaftler, Politiker oder auch Journalisten sagen. Doch Sie sagen, dass Sie jede Aussage in Ihrem Buch mit über 1300 Quellen belegt haben und damit solide und fundiert untermauert haben. Was hat Sie dazu bewegt, diese Neuauflage herauszubringen? Also das Buch ist ja schon relativ alt. Es ist im Grunde entstanden damals, vor fast 20 Jahren, als ich die AIDS-Seuche in der Welt breit machte. Und das ist letztlich mein Einstieg gewesen in die Virusproblematik, weil ich damals an der Onkologie tätig war, in der zweiten Medizin in Kiel hier in der Uniklinik und habe da meinen ersten AIDS-Patienten kennengelernt. Das war ein Patient, der hatte eigentlich Lymphdrüsenkrebs. Und plötzlich hieß es, der hätte jetzt AIDS. Dann sage ich, wieso hat der jetzt AIDS? Ja, hieß es, ja, der hätte einen positiven HIV-Test. Dann habe ich kurz geschluckt, habe gedacht, bekannte Krankheitsbilder werden jetzt einfach umgetauft. Und dass das ein ganz großes Problem dieser AIDS-Seuche werden sollte, das habe ich erst im Laufe der nächsten Jahre dann kennengelernt, als dann sukzessive mehrere Krankheiten unter diesem Aspekt in das AIDS-Syndrom mit aufgenommen wurden. Mittlerweile sind es 27 vorher bekannte Krankheiten, die als AIDS bezeichnet werden oder klassifiziert werden, wenn ein positiver HIV-Test dabei ist. Dann habe ich erlebt, auch noch in der Onkologie, in der Uniklinik, wie wir diese HIV-positiv markierten Patienten mit der ersten Therapie, die auf den Markt kam, katastrophal überbehandelt haben. Das heißt, sie sind damals alle an der AIDS-Therapie gestorben, was man natürlich als Arzt nicht wahrnimmt. In der Regel stirbt der Patient immer trotz der Therapie und nicht an der Therapie. Wir haben das auch erst 4 Jahre später gemerkt. Da war es aber für die meisten Betroffenen viel zu spät. In der Concorde-Studie wurde dann klar, dass mehr ACT mehr Todesopfer fördert. Und das war eine Studie, die wurde schon mit einer reduzierten Dosis durchgeführt. Also das hat mich damals bewegt, eben aufzustehen und dieses Buch zu schreiben. Und wir haben dann im Folgenden dann mehrere weitere Seuchen in Anführungsstrichen gefunden, die auch in dieses Konzept passten. Zum Schluss ja dann die Vogelgrippe und die Schweinegrippe, die sich auch ja in keiner Weise so ausgeprägt haben, wie es in den Medien immer behauptet wurde. Ich weiß noch gut, wie es in der Schweinegrippe war. Da hatte ich auch noch einen Patienten beizusteuern, der hier im Pflegeheim lag und eine Lungenentzündung bekam und dann in die Uniklinik überwiesen wurde. Da konnte man ihm nicht mehr helfen. Dann wurde er wieder zurück überwiesen ins Pflegeheim und starb dann da auch. Dann kam aber noch ein Notarzt, wurde noch herbeigerufen und der hat dann noch einen Test auf Schweinegrippe gemacht. Und am nächsten Tag stand dieser Patient als, ich weiß nicht wie viel, das Opfer der Schweinegrippe in der Zeitung. So wird also medial dann auch immer wieder aufgebauscht und versucht, also eine solchen Stimmung zu erzeugen, die de facto gar nicht da ist. Und das ist jetzt, haben wir wieder das gleiche Problem. Ich hatte anfangs nichts Böses gedacht, als ich hörte, na, in China ist wieder ein Virus los. Aber dann wurde es ja ganz heftig. Und mittlerweile haben wir einen Shutdown, also keiner darf mehr mit dem anderen kommunizieren sozusagen. Maßnahmen, die bis jetzt noch nie da gewesen sind. Grundrechte werden uns genommen, das Recht auf Versammlungsfreiheit ist weg und es drohen Zwangsmaßnahmen. Und als ich das sah, dachte ich, jetzt müssen wir gegen diese Corona-Geschichte vorgehen. Ja, das war der Grund, weswegen wir also in diese Corona-Geschichte wieder mit eingestiegen sind und versucht haben, das Rätsel zu lösen, was da jetzt eigentlich
in Wirklichkeit auf uns zukommt. Okay, Sie haben jetzt ja schon einige vergangene Seuchen angesprochen. Das Problem ist aber ja, dass aktuell ein ganz neuer Virus auf uns zukommt, den wir noch gar nicht kennen und auch noch nicht spezifisch behandeln können. Ist nicht deswegen die aktuelle Situation so gefährlich? Ist es wirklich ein neues Virus? Ist es nur ein neuer Test, der auf die Bevölkerung zukommt? Man hat den Eindruck, in dem Moment, in dem der Test eingeführt wird, in Italien zum Beispiel auch, das war das erste europäische Land, was Massentestungen vorgenommen hat, da war die Hysterie und die Panik natürlich am größten. Man muss sich das mal vorstellen. Ich habe das jetzt auch, sehe ich auch, Patienten, die Corona-positiv getestet werden, haben das Gefühl, dass sie krank sind, dass ihnen irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann gucken sie im Internet nach, dann haben sie, ja, Geschmacksstörung habe ich auch. Dann ist es aber eigentlich nur eine Sinusitis. Und damit kann man die Bevölkerung natürlich verrückt machen mit solchen Horrorszenarien. Es wurden ja anfangs auch einige Szenarien entworfen, mit denen man jetzt versucht hat abzuschätzen, womit wir in den kommenden Wochen und Monaten rechnen müssen. Und es gab ja zum Beispiel auch ein internes Strategiepapier vom Bundesinnenministerium, wo zum Beispiel davon die Rede ist, dass ein Worst-Case-Szenario mit 1,2 Millionen Todesfällen wahrscheinlich ist, wenn wir nichts machen. Jetzt wird natürlich versucht, durch die ganzen Maßnahmen wie Kontaktverboten, Maskenpflicht und so weiter zu verhindern, dass genau das eintritt. Aber jetzt haben wir es ja aktuell nicht mehr nur mit Szenarien zu tun, sondern mit einer tatsächlichen und auch außergewöhnlich starken Krankheitswelle, oder nicht? Die Grippeaktivität ist dieses Jahr extrem niedrig, also deutlich niedriger als in den Vorjahren. Ich glaube, 2017 hatten wir eine relativ kräftige Aktivität hier. Wenn man jetzt die Statistiken anguckt, dann sieht man, dass in Wirklichkeit gar nichts passiert ist. Nun kann man sagen, ja, es ist deswegen so wenig passiert, weil wir uns so gut vorgenommen haben und vorgesehen haben und so weit auseinander waren und uns nicht angesteckt haben. Aber man sieht, dass der Durchseuchungsgrad, also der Anteil der Bevölkerung, der positiv auf diesen Test reagiert, offensichtlich relativ konstant ist. Also liegt so bei 10% oder 8%. Und das ist eigentlich ein deutlicher Hinweis, dass das nicht mal ein neues Virus ist, sondern wenn sich herausstellt, man muss aber noch einen längeren Beobachtungszeitraum haben, dass der Durchseuchungsgrad sich gar nicht ändert, also sprich der Anteil der Bevölkerung, der positiv auf den Test reagiert, wenn der konstant bleibt, dann ist das eigentlich ein deutlicher Hinweis, ein deutlicher epidemiologischer Hinweis, dass das keine neue Mikrobe ist, die da getestet wird. Aber ist es nicht so, dass die Fallzahlen deswegen trotzdem exponentiell steigen sind? Ja, das wird der Bevölkerung immer eingebläut, dass die Fallzahl scheinbar exponentiell steigern. Das ist tatsächlich nicht der Fall, sondern es wird immer kumulativ berichtet, also von einem auf den anderen Tag oder von einer auf die andere Woche. Und in der Zeit verdreifacht sich die Testung. Entsprechend verdreifachen sich auch die positiv Getesteten. Der Anteil der positiv Getesteten bleibt aber immer gleich, nämlich so bei diesen 7-9% ungefähr. Das heißt, es ist eine bewusste oder unbewusste Irreführung der Bevölkerung, denen wird suggeriert, hier breitet sich etwas aus, es breitet sich in Wirklichkeit nur der Test aus. Und die Krankheitsbilder sind nicht mehr und nicht weniger als vorher. Also ich habe ja hier so eine gewisse repräsentative Stichprobe in meiner Praxis. Ich sehe nicht, dass hier irgendeine Grippe sich ausbreitet oder dass ich verstärkt Pneumonien habe oder sowas. Und auch selbst hier auf den Intensivstationen haben wir ja keinen höheren Krankheitsanfall als sonst oder eher weniger im Moment. Da mag das gute Wetter dazu kommen, dass uns die Grippesaison jetzt etwas einschränkt. Das heißt, auch Ihrer Aussage nach hat sich quasi von China das nicht ausgebreitet, der Virus und die Seuche in verschiedenste Länder, nach Europa, nach Amerika, sondern es war in einer gewissen Weise schon immer ein Virus da und jetzt wird getestet und mit der Anzahl der Tests steigen auch die Anzahl positiv Getesteter und damit Covid-19-Fälle. Also so sieht es für mich aus. Jedenfalls ist ein sich ausbreitendes Virus von einem sich ausbreitenden Test gar nicht zu trennen. Aber ist dann nicht so, dass sich aktuell eine ganz neue Krankheit ausbreitet? Es wird ja auch von Virologen Streeck konstatiert, dass jetzt unter anderem auch ein Geschmacksverlust mit charakteristisch für Covid-19 ist. Ist dann nicht Covid-19 eine neue Krankheit? Ja, ich sehe das auch, dass also zusehends versucht wird, hier ein neues Krankheitsbild zu etablieren. Also das sind ja lauter Allgemeinsymptome, die
ganz häufig geschildert werden. Also zum Beispiel Geschmacksverlust oder Geruchsverlust. Das erlebt man bei jeder Sinusitis. Ja, ich leide selbst so an einer chronischen Sinusitis, die manchmal sich aktiviert, wenn ein Schnupfen draufkommt. Dann rieche ich unsere Kläranlage nicht hier in Kiel. Ja, da war ich auch etwas verblüfft. Das mag ja sein, dass das Coronaviren sind. Das ist aber absolut nichts Neues, ja, dass man Geschmacksverlust hat oder kein irgendwie aufregendes Symptom. Genauso wenig wie ein charakteristischer Husten. Also eine Kollegin von der Charité rief mich an und sagte, sie hätte Covid oder sie hätte Corona und das sei ganz typisch, also ganz typischer trockener Husten. Und da sage ich ihr, also wissen Sie, ich mache das jetzt 30 Jahre, also ich kenne diese unterschiedlichen Hustensorten. Da gibt es keinen wirklich typischen Husten. Also wenn überhaupt, dann vielleicht bei Keuchhusten. Aber auch das habe ich ja eigentlich nicht mehr erlebt, weil es zu meiner Zeit eigentlich schon Keuchhusten kaum noch gab. Also wie gesagt, klare neue klinische Symptome bei dieser angeblich neuen Krankheit sehe ich nicht, sondern es sind alles Allgemeinsymptome, die relativ häufig vorkommen. Auch Schwindel wird gern genommen als typisches Symptom für Covid-19. Ja. Und Schwindel kriegen Sie sofort, wenn Sie ein bisschen hyperventilieren vor Panik. Ja. Und wenn Sie Angst haben, dass Sie das haben, dann fangen Sie an zu hyperventilieren, dann dreht sich alles. Ja. Dann haben Sie Schwindel. Also das sind auch solche Symptome, die sind absolut abwegig. Die kann man nicht zu einem neuen typischen Krankheitsbild zusammenklauben. Ja. Aber wenn Covid-19 keine neue Krankheit ist, wieso ist sie dann so viel gefährlicher als eine normale Erkältung? Ich meine, es sterben jetzt ja viele Menschen an Corona. Die Corona-Toten sind ja immer die sind mit oder an Corona gestorben, das wird gar nicht differenziert. Ne? Es wurde immer, bis vor kurzem waren ja Obduktionen sogar gar nicht erlaubt, wegen angeblicher Infektionsgefahr, bis sich der Kollege Püschel in Hamburg darüber hinweggesetzt hat und dann obduziert hat und sich dann auch so geäußert hat, also an Covid-19 ist hier noch keiner gestorben, die hatten alle schwere Vorerkrankungen und wahrscheinlich wäre ihm das ohne Covid, wäre ihm da gar nichts aufgefallen. Genauso wie mir nichts auffallen würde, wenn wir nicht ständig hier Corona-Tester hätten und manche Leute dann über Reizhusten klagen. Also es gibt natürlich immer wieder Pneumonien, aber die gab es schon immer. Und die landen auch auf der Intensivstation. Ich kann Kollegen verstehen, die auf der Intensivstation arbeiten. Da kommt ein Covid-19-Patient, ateminsuffiziент, dass die natürlich glauben, oh, der hat jetzt Covid-19. Aber letztes Jahr hätte er Influenza gehabt, oder? Und im Rahmen der Corona-Stimmung heutzutage wird auch häufig dann nur noch auf Corona getestet und nicht mehr unbedingt auf Influenza. Insofern ist es eine gewisse Voreingenommenheit dann bezüglich Corona im Moment. Ne? Aber gibt es nicht einen PCR-Test, der ganz eindeutig feststellen kann, dass ein Mensch an Corona erkrankt ist und eben nicht an Influenza oder einem anderen Erreger? Und könnten Sie nochmal auf die grundsätzliche Funktionalität des PCR-Tests eingehen, dass vielleicht auch die Zuschauer, die da nicht in der Materie sind, das ist ein weiteres Problem. Der PCR-Test ist ja ein Test. Ich habe den Erfinder dieses Tests noch persönlich kennengelernt. Mit Kary Mullis haben wir auf mehreren Konferenzen zusammen diskutiert über sein Verfahren und haben ihm auch gesagt, also das ist viel zu empfindlich. Es misst ja ein Stück DNA. Und wenn da ein Stück DNA oder RNA von irgendwas gemessen wird, dann sagt das ja nichts darüber aus, ob das ursächlich irgendetwas mit der Krankheit zu tun hat, die der Patient hat. Häufig hat er auch gar keine Krankheit. Das ist ja das Problem mit diesen PCR-Tests. Und es gibt auch ein schönes Beispiel, das hat die Gina Kolata in der New York Times veröffentlicht, eine Epidemie, die es hinterher nicht gab, wie sich herausstellt. Das war eine Keuchhustenepidemie, die auf einem PCR-Test eben auch basierte. Da hat einer angefangen, schrecklich zu husten und dann noch einer und dann noch einer. Und dann hat ein Infektionsspezialist gedacht, das könnte der Beginn einer Keuchhustenepidemie sein und hat also Keuchhusten-PCR-Tests auf Bordetella pertussis verteilt, also auf den Keuchhustenerreger. Und siehe da, der ein oder andere reagierte positiv, der hustete auch. Und dann hat man also wirklich gedacht, jetzt ist eine Keuchhustenepidemie in Gang. Es folgte eine Testexplosion. Mehrere in der Klinik testeten positiv. Es wurden
haufenweise Antibiotika ausgeschüttet, es wurden Massenimpfungen gemacht und hinterher ist das CDC gekommen, hat das überprüft, hat festgestellt, es gab gar keine Keuchhustenepidemie. Sie konnten nirgendwo einen Keuchhustenerreger, also das Bordetella pertussis Bakterium, isolieren. Und im Moment scheint mir sowas hier in großem Rahmen stattzufinden. Also pandemisch überall auf der Welt wird dieser Test eingeführt. Ein gewisser Anteil der Bevölkerung testet positiv auf diesen Test und die Panik ist da. Ist es aber nicht trotzdem so, dass in Italien jetzt eine viel, viel größere Letalität stattfindet? Also dass wirklich viel mehr Leute sterben jetzt in der Corona-Krise? Ja, die Italiener haben wahrscheinlich panikartig reagiert. Erstens waren sie die Ersten, die massiv getestet haben. Ich kann mich da an ein Interview erinnern von einem Journalisten, der den Politiker gefragt hat und ihm vorgeworfen hat, sie hätten zu spät reagiert und sie wären jetzt schuld, dass China von Europa sei. Und der Politiker, der wusste echt nicht so richtig, was er darauf antworten soll. Und dann irgendwann brach es aus ihm raus und er sagte, das liegt nur daran, weil wir 10-mal so viel getestet haben wie der Rest Europas. Und das genau war das Problem. Und die eingesetzte Therapie ergab ein Übriges, sodass da gewisse Übersterblichkeit möglicherweise da in Bergamo in der Gegend erzielt worden ist. Mittlerweile ist es da auch ruhig geworden. Die Intensivstationen sind leer, ja, höre ich. Okay. Auch bin ich mir nicht sicher, ob das alles so stimmt, was hier in den Medien so ankommt. Jedenfalls habe ich einen Patienten in Milano gehabt, auf der Intensivstation, auf der Infektionsstation, der weil er Covid-positiv getestet worden ist auch. Der hat mir berichtet, dass da eigentlich nichts los war. Jedenfalls nichts auffällig, viel Betrieb war. Okay, und in den Medien sehen wir aber jetzt Bilder von gestapelten Särgen, von komplett überlasteten Krankenhäusern. Genau, Leichen, ja. Nicht jetzt Leichenberge, aber wie gesagt Särge. Aber von gestapelten Särgen, ja. Also eins wurde ja enttarnt als Bild von einem Zeitungsbericht von vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 2013 glaube ich, bei Lampedusa, als da ein Schiffsunglück passiert war und da 300 Menschen ertrunken sind. Das war ein Sargbild. Ich weiß nicht, wo die anderen herkamen. Eine andere Erklärung für so gestapelte Särge wäre auch, dass die Italiener ja jetzt im Zuge dieser Corona-Epidemie ihre Leichen nicht mehr begraben konnten, sondern die alle verbrannt werden sollten und so viele Verbrennungsmöglichkeiten aber nicht da waren, sich deswegen ein gewisser Stau ergeben hat. Aber das ist alles Spekulation. Also fest steht jedenfalls, dass dass über die Hälfte antiviral behandelt worden ist, was sicherlich nicht günstig ist. Heißt das, Sie denken, die Übersterblichkeit könnte vielleicht gar nicht auf Corona selbst zurückzuführen sein, sondern auf die Behandlung? Ausgehend von der AIDS-Problematik habe ich mir angeguckt, wie sie die behandelt haben, diese positiv auf Covid getesteten Patienten. Und da fiel mir diese Studie aus dem Lancet in die Hände. Und ich dachte, ich sehe nicht recht. Da sah ich, dass also Patienten, das war eine Kasuistik mit hochdosierten Cortison, hochdosierter antiviraler Therapie, hochdosierter antibiotischer Therapie und dann noch mit Interferon behandelt wurden. Also der Patient jedenfalls, der hier beschrieben wird, der hatte meines Erachtens keine Chance, das zu überleben. Was auch nicht passierte, er ist nach 10 Tagen gestorben. Die Substanzen, mit denen behandelt werden sollen, sind allesamt immunsuppressiv. Ein Gesunder kann solche Substanzen eine ganze Weile vertragen, aber einer, der sich direkt in einem viralen Infekt befindet, für den kann das wirklich schlecht ausgehen. Ich habe gesehen, dass auch Tulezizumab, das ist so ein Biologikum, so heißen ja die Substanzen heutzutage. Das ist auch so ein PR-Trick, dass man sie Biologika nennt. Das klingt ja viel weniger gefährlich als Antibiotika zum Beispiel. Das heißt ja eigentlich gegen das Leben. Biologika, das klingt ja wie Naturheilkunde oder so ein bisschen in der Richtung, ja, also was ganz Freundliches. Das sind aber handfeste Immunsuppressiva. Das kann man ganz schnell sehen, wenn man den Packzettel liest. Da muss man nämlich eine Tuberkulose ausschließen, dass der Patient Tuberkulose möglicherweise hat oder gehabt hat. Also sprich, es ist eine schwere immunsuppressive Wirkung hier zu erwarten. Und das, wie gesagt, ist bei einem Virusinfekt denkbar ungünstig. Das ist nämlich das Einzige, was wir gegen Viren haben. Unser Immunsystem. Und das muss gestärkt werden, nicht geschwächt werden in der Situation. Das Gegenteil wird aber gerade mittlerweile propagiert. Virostatika sind en vogue und werden immer weiter verbreitet. Und auch jetzt wieder bei Covid-19
stehen eine ganze Menge Virostatika in der Schlange, die alle auf den Markt drängen. Gut, aber bei dieser Lancet-Studie geht es ja, wie Sie es schon sagen, um eine Kasuistik, also die Beschreibung von einem einzelnen Fall. Das heißt ja nicht, dass die Patienten in Italien jetzt auch tatsächlich so behandelt werden. Nun ist diese Studie sicherlich nicht deswegen publiziert worden, um zu zeigen, wie man Patienten umbringt, sondern es sollte zeigen, dass die Krankheit so grässlich ist, dass selbst diese gut gemeinte Therapie also den Tod nicht verhindern konnte. Das ist sicherlich der Grund gewesen. Aber das führt natürlich dazu, dass andere Ärzte, wenn sowas im Lancet steht, ähnlich verfahren. Und als ich dann von Italien gehört habe, dass dort eine Übersterblichkeit in Gange war, da sah ich auch, dass dort offensichtlich nach dem gleichen Konzept behandelt wurde. Jedenfalls hatte ich Daten aus dem italienischen Gesundheitsministerium gesehen und daraus ging hervor, dass über die Hälfte antiviral behandelt wurden, 30% mit Cortison auch noch und 80% antibiotisch. Und das bei einem Virusinfekt, das kann nicht gut ausgehen oder verschlechtert die Situation jedenfalls, sodass es durchaus möglich ist, dass da in Italien eine gewisse Übersterblichkeit erreicht wurde, wenn man zum Beispiel in eine abklingende Grippe hineintherapiert. Mit solchen Maßnahmen, dann kann sich das durchaus negativ auswirken. Es wird ja auch immer wieder von Kritikern betont, dass die hohe Sterblichkeit in Italien vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass zum einen das Gesundheitssystem schon vorher überlastet war, auch in den vergangenen Jahren schon zu Engpässen gekommen ist und auch, dass Italien grundsätzlich schon ein großes Problem mit Antibiotikaresistenzen und nosokomialen Infektionen, also im Krankenhaus erworbenen Infektionen hat. Daran können jetzt einzelne Ärzte nicht viel ändern, aber an der Medikation schon. Und ich nehme an, dass die Ärzte nicht sagen, ja, wir verabreichen jetzt Virostatika und damit schaden wir unseren Patienten, das ist alles okay, sondern sie wollen ja heilen dabei, sie wollen ja helfen. Also wie kann das sein, dass Ärzte diese Medikamente verordnen, wenn sie toxisch sind? Naja, es ist schon so, dass man denkt, die helfen, wenn die vom Lancet empfohlen werden, also wenn die da drin stehen. Die Mediziner richten sich ja in der Regel nach diesen Veröffentlichungen, die im Lancet oder im New England Journal stehen. Das war damals mit ACT genauso. Da stand ACT als der Lebensretter gegen HIV, als das Medikament gegen HIV im New England Journal of Medicine. Dann können Sie gar nicht anders, wenn Sie in der Uniklinik zum Beispiel tätig sind, als diese Therapieempfehlungen durchzuführen. Und bei HIV war es ja so, da war ja noch eine wesentlich größere Panik damals, weil die ersten AIDS-Opfer ja tatsächlich relativ früh gestorben sind. Jedenfalls ist das so gewesen, dass wir uns nicht gewundert haben, dass die damals alle gestorben sind. Wir haben gedacht, AIDS ist eine schreckliche Krankheit, ja. Das Problem war, dass diese Studie im New England Journal veröffentlicht worden ist, diese lizenzierende Studie nach einer viel zu kurzen Beobachtungszeit. Die war nach 4 Monaten wurde die abgebrochen, weil es zu dem Zeitpunkt so aussah, als könnte die Verum-Gruppe profitieren. Und dann hat man sie abgebrochen, weil der Druck der Betroffenen war groß, der Druck der Pharmaindustrie war groß und da gab es kein Halten. Und dann haben sie es alle gekriegt. Da war es ja sogar so, glaube ich, dass die Leute, die Betroffenen, wie Sie schon gesagt haben, explizit danach gefordert haben, gebt uns ACT. Ja, natürlich, ja, klar. Ich meine, das ist ja klar. Die waren alle verängstigt, voller Angst und haben dann dankbar zu dem vermeintlichen Rettungsmittel gegriffen. Das haben wir öfter in der Medizin, dass Therapien sich deutlich hinterher als ungünstig herausstellen. Da kann man die CAST-Studie erinnern, in dem Zusammenhang, das war eine Studie über Herzrhythmusstörung. Wir haben damals bei Herzinfarktpatienten immer Antiarrhythmika angehängt, bei frischen Herzinfarkten, in der Meinung, dass denen das hilft. Aber das merken sie ja im Einzelfall nicht. Wenn der Patient stirbt, dann stirbt er an seinem Herzinfarkt. Und das kriegen sie nur durch Studien raus, ob das dann günstig war oder nicht. Und da stellte sich eben auch erst deutlich später raus, dass diese Maßnahme mit den Antiarrhythmika beim frischen Herzinfarkt eher ungünstig war. Da ist man dann auch von abgekommen. Von ACT sind wir auch abgekommen und haben dann besser verträgliche Mittel gehabt, mit denen die Patienten jetzt einigermaßen zurechtkommen. Und bei so einer Viruserkrankung wie Covid ist es natürlich jetzt auch so, dass man da mit einer kurzen antiviralen Therapie sicherlich keinen großen Schaden anrichtet. Bloß das ist eine selbstlimitierende Krankheit eigentlich, also so eine Schnupfenkrankheit, Hustenkrankheit. Die geht weg, wenn Sie mit heißem Wasser inhalieren oder mit Vitamin C oder wie auch immer. Ja. Jedenfalls ist es völlig abwegig, hier Massentestungen zu machen, wie sie jetzt stattfinden, um rauszukriegen, wer denn alles dieses Virus in sich hat.
In den Medien wird ja auch immer wieder der Bezug zur spanischen Grippe hergestellt, als Vergleich zur aktuellen Situation. Können Sie mir etwas dazu sagen, wie zur Zeit der spanischen Grippe damals behandelt wurde, was die Ärzte da für Möglichkeiten hatten? Zur Zeit der spanischen Grippe, also wenn Sie die spanische Grippe, die wird ja immer als Vergleich herangezogen zu der jetzigen Pandemie. Das sind ja wirklich völlig andere Verhältnisse gewesen. Also die spanische Grippe, die brach aus nach dem Ersten Weltkrieg. Und da lag die Bevölkerung am Boden. Sie sehen es auch an den Tuberkulosekurven. Da sehen Sie ja, wie ein massiver Anstieg der Tuberkulose war in dem gleichen Zeitraum praktisch. Und die Bevölkerung hat gehungert in großen Teilen. Und dass da eine Grippeepidemie größere Teile der Bevölkerung vernichten kann, das ist verständlich, weil eben das Immunsystem der Bevölkerung am Boden lag. Dazu kam dann, dass man auch damals schon dann Massenimpfungen gemacht hat, die sicherlich nicht so gut verträglich sind wie Impfungen, die wir heutzutage haben. Das ist das, was man den Impfungen vielleicht zugutehalten kann, dass sie heutzutage einigermaßen vertragen werden gegenüber den Impfungen, die wir da früher gemacht haben, speziell da in der Zeit der 2018er Pandemie. Da hat man also 1918er. Dinge zusammengemischt, das möchte ich gar nicht wissen, und hat das den Menschen skarifiziert, also in die Blutbahn eingebracht, sodass sie möglicherweise eine Sepsis gekriegt haben davon. Also jedenfalls Augenzeugenberichte sagen ganz klar, dass gerade die Geimpften gestorben sind und die Ungeimpften das Dilemma überlebt haben. Ja. Dr. Andres Bircher spricht in einem YouTube-Interview davon, dass sein Großvater, der berühmte Ernährungspionier Dr. Med Maximilian Bircher-Benner, zu der Zeit war er auch Leiter von einer Klinik mit 115 Betten, auf der auch Soldaten waren, die an der spanischen Grippe erkrankt waren. Und er sagt, dass mit Physiotherapie, mit hyperthermischen Bädern und mit einer vegetarischen Frischkost ist ihm keiner gestorben. Ist das realistisch einzuschätzen? Ja, das würde ich sagen. Das spricht ja sehr dafür, ne? Also da sind die Maßnahmen, die auch damals eher von der orthodoxen Medizin ausgingen, sicherlich ungünstiger gewesen als gute Ernährungsvorschläge. Bei der Tuberkulose ähnlich. Also Tuberkulose können Sie auch im Grunde heilen, früher hat man sie einfach verschickt, dann wurden sie mal gut ernährt, die Menschen, und ein bisschen entstresst und so. Das hat die Tuberkulose auch schon zurückgedrängt. Also Tuberkulose ist letztlich ja die klassische Krankheit der schlechten Zeiten. Das können Sie wunderbar sehen. Und je besser es der Bevölkerung geht, ernährungsmäßig, desto mehr geht die Tuberkulose zurück. Und das gilt letztlich für alle Infektionskrankheiten. Und da haben wir ja deutliche Hinweise, das sagt ja auch der Infektionsmediziner Kass, der in unserem Buch hier gleich zu Anfang vorkommt. Das sagen auch der Mikrobiologe und Pulitzerpreisträger René Dubos oder auch der britische Epidemiologe und Sozialmediziner McKeon. Aber die Experten von den weltweit führenden Gesundheitsinstitutionen, wie zum Beispiel die US-Seuchenbehörde CDC oder das RKI in Deutschland oder auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die entgegnen ja genau, dass die Infektionskrankheiten durch die Einführung der Impfung überhaupt erst in den Griff bekommen wurde und damit quasi Pocken, Keuchhusten, Masern, Diphtherie und so weiter zurückgegangen sind. Die Statistiken zeigen, dass die Infektionskrankheiten deutlich runtergegangen sind, bevor die Massenimpfungen eingeführt worden sind. Sehr schön ist es zu sehen an der Masernkurve, an der Masernmortalitätskurve. Da gibt es ein Buch von Herrn Buchwald, Impfen, das Geschäft mit der Angst. Der hat auch mich letztlich schnell überzeugt, dass die Infektionskrankheiten zurückgegangen sind, trotz der Impfung und nicht aufgrund der Impfung. Der hat nämlich eine relativ einfache Geschichte gemacht. Der hat sich einfach die Zahlen aus dem Bundesamt für Statistik geben lassen, die Zahlen über die Todesfälle an Infektionskrankheiten, und hat dann immer den Impfzeitpunkt darüber gesetzt. Und daran kann man wunderbar erkennen, dass die Mortalität der Infektionskrankheiten drastisch rückläufig war, deutlich vor Einführung der Impfung. Und das spricht nun nicht für die Impfung als die Maßnahme, die Infektionskrankheiten zurückgedrängt hat. Halten Sie dann auch die am 1. März 2020 in Kraft getretene Masernimpfpflicht für nicht angemessen? Ich habe versucht, als es hier mit dem Masernimpfzwang losging,
im Rahmen eines Leserbriefes, das unserem Gesundheitsminister hier in Schleswig-Holstein und unserem Virologen nahezubringen, diese Kurve. Ich habe sie Ihnen geschickt. Ich wollte sie Ihnen im Rahmen eines Leserbriefs veröffentlichen. Der Leserbrief ist zwar veröffentlicht worden, aber leider ohne diese Kurve. Und ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte. Insofern ist der Leserbrief, geht er eher unter, als wenn da jetzt so eine Kurve mal gezeigt wird. Deswegen habe ich es den beiden geschickt, habe aber keine Antwort darauf bekommen. Ich meine, die Masernsterblichkeit, die war fast auf Null, bevor diese Impfkampagnen eingeführt wurden. Die ist von 200 auf 20 runtergegangen und dann kam die Impfung, also die Masernimpfung. Das gibt wenig Sinn. Und weswegen jetzt hier eine Zwangsimpfung eingeführt wird gegen Masern, erschließt sich mir überhaupt nicht, weil in Deutschland eigentlich keiner mehr an Masern stirbt. Ob trotz oder wegen der Impfung, jedenfalls ist es so. Und es gibt überhaupt keinen Sinn, hier einen Impfzwang zu etablieren, der ja letztlich elementare Grundrechte beiseite schiebt, ja, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und dann höre ich ein Recht, es gibt kein Recht darauf, andere zu gefährden. Das ist die Argumentation. Und deswegen könnte man, das sei das höhere Recht, und deswegen könnte man einen Impfzwang durchsetzen. Und da muss ich entgegenhalten, also es wird ja das Bild aufgebaut, dass Ungeimpfte sozusagen eine Bedrohung für die Allgemeinheit sind und andere immunologisch Geschwächte anstecken könnten. Da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung in der Onkologie ist das anders. Also wirklich Immungeschwächte haben ganz andere Probleme als ansteckende Krankheiten. Die haben in der Regel Probleme mit körpereigenen Erregern, mit körpereigenen Mikroben, mit Opportunisten und meistens mit Pilzen. Das kennt man gut aus der Onkologie, also aus der Krebstherapie. Wenn Sie Krebs haben, haben Sie ein Problem und Sie kriegen dann eben Krebstherapie, zytostatische Therapie. Das drängt zwar manchmal den Tumor zurück, aber um den Preis einer schweren Immunsuppression, den man eigentlich nur überstehen kann, wenn man wirklich sehr sorgfältig da durch diese Phase durchmanövriert wird von Klinikern, wo das Immunsystem eben brach liegt. Aber die Patienten, die wir verlieren wir immer an Pilzinfektionen. Und das sind nun keine Keime, die irgendwie von außen kommen, sondern das sind körpereigene Opportunisten sozusagen, die beim funktionierenden Immunsystem unter Schach gehalten werden. Und wenn das aber eben nicht funktioniert, sich dann verbreiten können und dann eben auch zu tödlichen Krankheiten führen können. Aber könnte jetzt nicht trotzdem eine Impfung der Schlüssel zur Bekämpfung des Coronavirus sein? Also ich behaupte immer, jeder, der sich mit der Impfkritik beschäftigt und bereit ist, zum Beispiel den Buchwald durchzublättern, wird zum Impfkritiker, weil er sieht, dass dass es umgekehrt war, dass die Infektionskrankheiten erst weg waren und dann die Impfungen eingeführt worden sind. Und das Problem ist natürlich, dass durch eine Infektionskrankheit immer ein riesen Geldfluss ausgelöst wird, auch jetzt wieder bei Covid. Da haben wir die Massentestung, die PCR-Tests, die uferlos angewendet werden. Dann haben wir jetzt auch noch Antikörpertests, die auf den Markt kommen, die natürlich auch sicherlich aufgegriffen werden von vielen Menschen, weil sich man damit ja sozusagen aus der Geschichte raushalten kann. Wenn man Antikörper hat gegen das Virus, kann man sagen, oh, ich bin immun, ich kann jetzt wieder alles machen, ich darf auch wieder verreisen. Insofern wird das Geschäft sicherlich auch noch aufgehen. Dann kommt noch die Massenimpfung hinterher und Bill Gates hat ja verkündet, er will also 7 Milliarden Impfungen dann auf den Markt schmeißen und dass ein jeglicher sich impfen lassen kann. Und da sehe ich eigentlich die eigene Gefahr dieser scheinbaren Grippeepidemie, dieser Pandemie, die sehe ich in den Abwehrmaßnahmen. Also auch diese ganzen antiviralen Medikamente, die jetzt in der Schublade stecken noch und auch zum Teil schon am Menschen getestet werden. Und eben, wie gesagt, die Massenimpfung, die jetzt in aller Schnelle ja auch, muss man sagen, so schnell, wie es ja eigentlich gar nicht geht, sagen die Leute eigentlich von der Impfseite. Eigentlich braucht es Jahre, bis so eine Impfung auf den Markt kommt, aber stattdessen geht das jetzt scheinbar auch mal deutlich schneller.
Und wenn das als Massenimpfung auf den Markt kommt, bei jeder Impfung sind ja Probleme vorprogrammiert, dann wird es mit Sicherheit zu schweren Impfnebenwirkungen kommen, die meistens in Form von Lähmungserscheinungen sich bemerkbar machen. Was die meisten auch nicht wissen, ist, dass Gates in Afrika und in Indien Massenimpfprogramme gemacht hat, gerade in Indien mit Polio experimentiert hat und es da zu schweren und zahlreichen Lähmungserscheinungen bei Kindern gekommen ist, weswegen ihn der oberste indische Gerichtshof verklagt hat und rausgeschmissen hat. Das hören Sie alles witzigerweise nicht in unseren Massenmedien. Und das liegt womöglich daran, dass die alle gesponsert sind von Bill Gates. Ich habe da einen Bericht im Medical Tribune gelesen, der ja durchaus pharmafreundlich ist eigentlich. Aber selbst da stand, dass also Gates nicht nur mit seiner Stiftung Projekte finanziert, sondern eben auch die Medien finanziert. Und das deutet dann darauf hin, dass natürlich auch die finanziert werden, die eigentlich kritisch darüber berichten sollten, was passiert, es aber dann natürlich nicht mehr tun, wenn sie von ihm finanziert werden. Du schlägst nicht die Hand, die dich füttert, nicht? Und das lässt er sich immerhin 4,7 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Da ist also BBC, Le Guardian, Le Monde, Spiegel Online und wie sie alle heißen auf dem Zettel. Und gleichzeitig ist Bill Gates auch, oder die Bill und Melinda Gates Stiftung, gleichzeitig ein Finanzier der WHO. Ja, die WHO wird auch zum großen Teil von Gates finanziert, offensichtlich, ja. Das heißt, dass er sowohl bei der WHO mit involviert ist, als auch bei den Medien, als auch sogar noch bei Pharmafirmen mit Aktienpaketen. Mhm. Hatten wir auch in der Vergangenheit schon mal die Situation, dass ein Impfstoff deutlich schneller auf den Markt gebracht wurde als in dem normalen Verlauf? Ja, es gab ja dieses Schweinegrippe-Desaster in den 70er Jahren, wo auch spekuliert wurde, dass ein Virus irgendwie aus Fort Detroit ausgebrochen sei. Und die Stimmung war auch so, dass also alle glaubten, dass eine Pandemie oder eine Epidemie drohte. Das war in den USA. Sodass auch da der Wunsch nach einer Impfung sehr groß war und man gesagt hat, lieber eine Impfung ohne Grippe als eine Grippe ohne Impfung. Und dann hat man also schnell eine Impfung zusammengebastelt und die auch verteilt in der Bevölkerung. Das führte zu eben zahlreichen Lähmungserscheinungen, also sogenannten Polyneuropathien und Guillain-Barré-Syndrom. Das ist so eine aufsteigende Lähmung, die wirklich gefährlich ist, auch zur Atemlähmung führen kann. Und das führte wiederum zu, ich glaube, 3,7 Milliarden Dollar Schadensersatz. Insofern sind solche Beispiele in der Geschichte schon vorhanden. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, weswegen man jetzt wieder so ein Risiko eingehen sollte bei einer Grippe, die wir statistisch gar nicht erkennen können. Es mag immer Einzelfälle geben, die so scheinen, als wären sie jetzt Covid induziert. Aber wenn man sich das ganze Krankheitsbild dann ohne Covid vorstellt, dann kann man auch irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Daraus jetzt den Zwang zu einer Massenimpfung zu machen, halte ich für absolut unverantwortlich. Dann möchte ich mich sehr herzlich noch für die ausführlichen Informationen bedanken und für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja.